Unsere Geschichte beginnt am 25. August 2023. Damals startete die Basketball-Weltmeisterschaft, bei der die deutsche Mannschaft zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte die Goldmedaille erringt. Das nur zur Einordnung, wie lange das jetzt her ist. Währenddessen veröffentlicht der Kinderwagenhersteller ABC Design auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen dieses Reel. Hi, ich bin Felix von ABC Design und wir haben heute für euch was vorbereitet. Wir machen nämlich den großen Kofferraumtest. Sagen wir mal, das ist auf Resonanz gestoßen. Eins war klar, mit dem Thema Transport allgemein und besonders Transport im Auto scheinen wir bei euch einen Nerv getroffen zu haben. Deshalb machen wir den großen Kofferraumtest noch größer. 4 verschiedene Größenklassen und 4 verschiedene Produkte. Und die eine Frage, passen sie alle in den Kofferraum? Hier seht ihr die Autos, die wir für den Test benutzen, von rechts nach links. VW Touareg, Skoda Octavia Limousine, Mercedes A-Klasse und ein Smart. An eurer Stelle würde ich den Smart aber nicht so schnell unterschätzen. Wir starten mit unserem Reisebuggy Ping 3 Tracking. Hier seht ihr die Designfarbe Falcon. Dass man den ultrakompakt faltbaren Reisebuggy überall mit hinnehmen kann, je nach Fluglinie auch mit in den Flieger, versteht sich quasi von selbst. Trotzdem gibt es hier ein paar erwähnenswerte Punkte, die wir euch nicht vorenthalten wollten. Guckt mal, wie easy es ist, den zusammenzufalten. Am Schieber löst ihr 2 Knöpfe und zack, zusammengefaltet. Außerdem seht ihr hier noch die im Lieferumfang enthaltene Transporttasche, mit dem ihr den Ping 3 Tracking geschützt und noch einfacher mitnehmen könnt. Produkt Nummer 2, hier haben wir den Samba 2 im schicken Design Avocado. Hier falten wir den Samba 2 mit aufgesetztem Sportsitz in Fahrtrichtung, um ihn dann als erstes im VW Touareg zu verstauen. Ihr könnt den Samba 2 mit Sportsitz auch gegen die Fahrtrichtung falten. Wenn ihr euch dazu ein Video wünscht, schreibt es gern in die Kommentare. Jetzt geht es aber auch schon weiter mit der Skoda Octavia Limousine. Hier funktioniert das auch prima. Genauso wie bei der A-Klasse. Jetzt wird es spannend. Passt der Samba 2 gefaltet mit Sportsitz in den Smart? Und ja, das tut er. Das ist sogar gar kein Problem. Wir machen weiter mit Produkt Nummer 3, unserem Allround-Talent, dem Salsa 5R in der Designfarbe Pine. Wir zeigen ihn euch in 2 verschiedenen Konfigurationen, jetzt aber als erstes mit der Babywanne. Die ist mit der Memory-Funktion einhändig ganz einfach abgenommen. Dasselbe gilt auch für das Sonnenverdeck. Dann fehlt nur noch das Gestell, dazu einfach die beiden Schieber am Gestell ziehen, zusammenschieben und einladen. Beim Touareg ist das gar kein Problem, hier falten wir nicht einmal die Babywanne zusammen. Weiter geht's mit dem Skoda, selbes Spiel, Babywanne abnehmen, Gestell falten und einladen. Wir machen weiter mit der A-Klasse und hier demonstrieren wir euch den neuen und verbesserten Faltmechanismus der Babywanne. Einfach das Sonnendach einfalten, die beiden Griffe am Boden zusammendrücken und schon ist die Babywanne super kompakt zusammengefaltet und im Kofferraum. Einen Trommelwirbel für den Smart bitte. Uns ist natürlich bewusst, dass ein Smart nicht gerade das typische Familiengefährt ist, aber, und das ist der entscheidende Punkt, wir wollen uns ja heute auch ein Stück weit herausfordern. Was oft in den Kommentaren vom Reel aus 2023 erwähnt wurde, war ja auch der Punkt, okay, der Salsa 4R Kinderwagen, der passt so jetzt rein, aber sonst passt halt gar nichts mehr rein. Und da wollen wir natürlich auch ein wenig drauf eingehen. Der Salsa 4R und der Salsa 5R sind Alleskönner, aber sie sind vor allem Kombi-Kinderwagen. Das heißt, dass sie zusammengefaltet werden können und das sehr, sehr kompakt. Das ist aber darauf optimiert, was der Kinderwagen sonst noch alles kann. Komfort, Lufträder, Federung, Stabilität, Sicherheit, all diese Dinge müssen natürlich mit betrachtet werden, wenn es darum geht, wie groß das Faltmaß im Endeffekt dann auch ausfällt. Das im Unterschied zum Ping 3 Tracking vom Anfang, denn dessen Faltmaß steht als Reisebuggy natürlich klar im Vordergrund. Und auch hier bietet der Salsa 5R bzw. der Salsa 4R viel mehr Möglichkeiten fürs Falten. Beim Ping 3 Tracking gibt es im Grunde genommen einen Faltmechanismus. Den kann man unterschiedlich ausführen, aber im Grunde genommen ist es ein Mechanismus.
Beim Salzer 4R bzw. beim Salzer 5R kann man mehrere Möglichkeiten ausschöpfen. Und zwar hat man die Möglichkeit, den Aufsatz abzunehmen, das Gestell zu falten. Man kann die Babywanne zusammenfalten. Man kann den Sportsitz sogar drauf lassen und das in beide Richtungen und trotzdem zusammenfalten. Das ist nämlich, was wir hier als nächstes zeigen. Und dazu gibt es auch eine Videoanleitung auf der eingeblendeten Infokarte. Man kann zusätzlich noch die Räder abnehmen, um alles möglichst flexibel unterbringen zu können. Kurzum, für das, was der Salzer 5R und sein Vorgänger alles mitbringen, ist das Faltmaß so kompakt, wie es nur sein kann. Und das beweisen wir euch hier mit dem Smart. So, und jetzt kommt noch unser großer neuer Star der Fahrradanhänger Tour. Den könnt ihr benutzen, um damit Fahrrad zu fahren oder als Kinderwagen oder als Jogger. Und der lässt sich auch kompakt zusammenfalten und im Kofferraum mitnehmen. Beim Tiguan gar kein Problem, auch beim Skoda ein Kinderspiel. Bei der A-Klasse müssen wir ein wenig nachhelfen. Hier nehmen wir zusätzlich die Räder ab, um das kleinstmögliche Faltmaß herauszuholen. So, last but not least. Fahrradanhänger Tour, zusammengefaltet im Smart. Wir haben das vorher nicht ausprobiert, sondern einfach mal gemacht. Fahrradanhänger zusammengeklappt, reingestellt. An der Stelle war klar, okay, die Räder, die müssen wir abnehmen. Dann haben wir versucht, ihn zu schließen und haben gemerkt, ja, den müsste man vielleicht noch ein bisschen drehen und dann ließ sich der Kofferraumdeckel schließen. Habe ich vorher selber auch nicht gedacht. Zusammengefasst. Durch die Bank hinweg haben unsere ABC-Design-Produkte in den Kofferraum hineingepasst. Egal ob SUV oder Smart. Wie viel Stauraum jeweils noch übrig bleibt, hängt natürlich sowohl von der Größe des Kofferraums und dem Faltmaß der Produkte ab. Grundsätzlich aber klappt alles und das selbst mit kleineren Autos. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr Vorschläge oder Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir lesen und beantworten jede Nachricht. Nutzt diese Möglichkeit also gerne. Bis zum nächsten Mal.